So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Mörder, hau ab! Hör auf, uns zu quälen! Hey! Nicht für dich! Geh weiter, Abschaum! Ich verstehe. Du bist Kurts Diener. Hier, nimm das Brot. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Alles kommt wieder in Ordnung. Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Ah, das hier habe ich beim Aufräumen gefunden. Schau mal. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Junge und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Kurt, hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Öffnen müssen. Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, ne? Tut mir leid, Kurt. Ich habe nichts, was Luzi helfen könnte. Dr. Siegfried hat vielleicht ein paar Pflanzen, die helfen. Er redet zwar in letzter Zeit mit niemandem, aber dich hat er immer gemocht. Die Kopfwunde meines Sohnes. Er sieht so anders aus. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Mit dir spielen wir nicht mehr, Kurt. Du bist einfach zu gut. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Kein Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott. Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess.
Entschuldigung. Mama hat gesagt, kein Essen ohne Marke. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't... Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Was haben wir denn da? Das ist der Kriegsgefangene, der Kanadier. Ist er nicht ein hübsches Kerlchen? Sag sowas nicht, Edith. Das ist der Feind. Er ist ein Mörder. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr stattlicher junger Mann. Mehr sag ich ja nicht. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist ausgezeichnet. If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Good. Ticket on table. Nicht vergessen, Edith, so wie wir es geübt haben. Was? Hat er gerade gewonnen? Trottel. Was? Hat er gerade gewonnen? Wie kann der so schnell sein? Na toll, er hat gewonnen. Reingefallen, Wanze! Wir haben gar kein Essen! Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family.
Kurt, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Zumindest wurde Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch... Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Luzi den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Hey, was soll das denn werden? Hey, was soll das denn werden? Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Moment, ich komme schon. Du Bestie, weg! I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Die Kopfwunde meines Sohnes. Dr. Sieg, vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Hey, Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. the inn opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Ich lasse dich nicht gehen, Oskar, hörst du?
Du gehst nie wieder zurück. Immer mit der Ruhe, Mutter. Wir haben eine ganze Woche zusammen. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen... The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Der Krieg kennt kein Mitleid. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be the hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told. To trust the Canadian. To folks back home, to call him a friend. But he was also a father. Foolish I've been. He was also a husband. I see now. And he was also my friend. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Harry!
Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. I will find out the truth about Max. I promise, Katrin. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as
Everyone focuses on the attack. I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Die Tommies haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Komm schon, Kurt! Wir brauchen deine Hilfe! Kurt, wir müssen sofort Verstärkung anfordern! Beeilung! Fordere den Luftangriff an, bevor sie die Brücke sprengen! Beeilung, Kurt! Wir müssen über die Brücke, bevor sie zerstört wird! Die Luftunterstützung ist da! Flugzeug in Reichweite und einsatzbereit. Los! Die Brücke gehört uns! I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Nice. Nice. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da?
Du bist nicht wirklich ein Feind, oder, Harry? Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Wo ist Kanada, Harry? Danke, Harry. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy, it took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry, for everything. For dragging you into this war, for leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men, and you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship, Barrett. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Danke, Harry. Danke, Harry. Danke, Harry. Danke, Harry. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde, das weiß ich. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. Du und Papa sind noch Freunde, oder? Manchmal streite ich mit meinen Freunden, aber wir vertragen uns dann auch wieder. Manchmal streite ich mit meinen Freunden, aber wir vertragen uns dann auch wieder.
I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Halt! Das ist gefährlich! Die Tommys sind ganz in der Nähe! Don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia.
Manchmal streite ich mit meinen Freunden. Aber wir Luzi braucht vertragen ihren uns Vater. dann auch wieder. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Ich weiß nicht, was wir ohne sie machen würden, Harry. Ich hoffe, Kurt verzeiht mir, dass ich sie hier im Haus behalte. Darf ich das Foto sehen, Harry? Wunderschön. Ich wünschte, wir hätten vor seiner Abreise ein Bild mit Kurt gemacht. Darf ich das Foto sehen, Harry? Manchmal streite ich mit meinen Freunden. Aber wir vertragen uns dann auch wieder. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well, and Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon, and one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max, our son, my boy.
Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated.